Willkommen in der Santa Bay zu einer neuen Folge Rebuilding Mask und heute geht es mal wieder um das vergilbte Plastik. Wir wollen mal eine andere Methode ausprobieren. Heute greifen wir mal zu dem Zeug. Ihr kennt mich ja mittlerweile, ich gehe die Dinge immer etwas hemdsärmlich an. Von daher weiß ich noch nicht so genau, wie das Ganze hier ausgehen wird, aber ich habe verschiedene Sachen dabei, mit denen ich etwas rumexperimentieren möchte. Gucken wir vielleicht erstmal auf das, was ich mir vorgenommen habe, wieder in Schuss zu bringen. Wir haben einmal hier die Außenhülle von Masks Detonator. Der sah normalerweise mal so aus hier wie dieser Knopf, also ein relativ klares Rosa. Jetzt hat es aber hier so einen Rotstich gekriegt, halt durch die Vergilbung. Ja? Das heißt, wir werden uns das Ganze mal mit diesem farbigen Plastik angucken und wollen auch mal gucken, wie das Ganze wirkt hier auf die Scheiben. Ja, das ist alles matte Bemalung. Hier vorne haben wir einen entsprechenden Tempograph Paint drauf und so. Mal gucken, was damit so passiert. Dann haben wir ganz klassisch Razorback, habe ich ja schon ein paar Mal mir angeguckt. Der ist sehr, sehr gelb. Da werden wir mal gucken, dass wir vielleicht nur erstmal eine Seite oder so machen. Das Ding ist sowieso ist hier verklebt und so. Ich kann damit nicht mehr viel anfangen, was die Außenhülle angeht, aber fürs Experimentieren reicht es. Ja, dass wir mal gucken, was wir da für einen Unterschied tatsächlich reinbekommen. Dann haben wir hier eine Abschussrampe von Goliath. Die ist normalerweise in diesem Grauton. Ne? Ihr seht, ihr hat auch so einen leichten gelb-grün Stich bekommen. Hier kann man das nochmal ein bisschen deutlicher sehen. Auch das Ding werden wir ein bisschen einpinseln, vor allem auf der Seite und oben. Hier sieht es ja eigentlich noch ganz gut aus. Da kam die Sonne ja auch nicht so sehr hin. Und da haben wir noch ein letztes Experiment. Wir haben nämlich hier diese Maske. Die ist normalerweise schön rosa oder rosa-rot. Ne? Scharf stellen. Also wir haben hier die Panoramaperspektive, tut es sich mal ein bisschen schwer mit. Das ist die Maske von Jacques Lafleurs Klon vom Detonator Set. Die ist sehr gelb geworden, sehr orange irgendwie. Und die werden wir auch mal entsprechend behandeln. Und mit was wollen wir sie behandeln? Bisher bin ich ja immer rangegangen mit flüssigem Wasserstoffperoxid, mit der großen Schüssel und so. Ihr habt die Videos alle gesehen. Ich will heute mal was anderes ausprobieren. Und zwar habe ich mir besorgt diese Creme. Das ist also wie so, ich stelle mir das vor wie so eine, keine Ahnung, wie so ein Öl, beziehungsweise ja wirklich wie so eine Hautcreme irgendwie. Wir werden gleich mal sehen, was das für eine Konsistenz hat. 12%, auch hauptsächlich Hydrogen Peroxide, also Wasserstoffperoxid. Ne? Die 1 Liter Flasche war gar nicht so teuer, wie 12, 13 Euro, weiß ich nicht genau. Aber gucken, ob wir damit genauso weit kommen. Und zwar möchte ich das Ganze dann einpinseln und einwickeln in Frischhaltefolie. Die Idee ist so ein bisschen dabei. Bei der Schüssel hatten wir einfach das Problem, dass die Sachen teilweise in der Oberfläche getrieben sind. Dann ist die Schüssel natürlich logistisch auch ein bisschen schwer zu handeln. Du musst das Ding voll machen, du musst das irgendwo hinstellen in der Sonne und so. Die Schüssel muss zu sein. Das Licht kommt nicht überall so gut dran. Und deswegen werden wir versuchen, das mit der Creme zu machen. Ich habe das Ganze hier, dann wird dann in die Frischhaltefolie eingewickelt, dass uns die Creme nicht davonläuft. Ich habe aber schon gehört, dass durch die Sonne und die Hitze die Creme natürlich dann auch sehr flüssig werden kann. Deswegen habe ich mal ein bisschen Mehl einfach dazu geholt. Wir wollen mal gucken, ob wir das Ganze andicken können. Wir machen das hier in der Schüssel. Wir haben unseren Pinsel zum Auftragen und natürlich haben wir, wie immer, wenn wir mit Chemikalien jeglicher Form arbeiten, unsere Handschuhe. Ich würde sagen, als erstes mischen wir mal das Ganze an, gucken mal, was wir da für eine Pampe rausbekommen und dann werden wir nach und nach die Dinger hier einpinseln und knallen das Zeug in die Sonne und schauen mal, was dann passiert. So, dann wollen wir mal schauen, was wir hier eigentlich für ein Zeug haben. Erstmal sehe ich, hier oben ist, ich dachte, es wäre ein Verschluss drauf, aber es ist ein offener Deckel. Es ist relativ dickflüssig schon. Machen wir erstmal so viel, das sollte erstmal reichen. Ich habe auch gesagt, keine Ahnung, wie genau wir das jetzt dosieren. Wir probieren mal ein bisschen rum. Mein Kanal ist halt so ein bisschen auch drauf ausgelegt, so wie ihr es wahrscheinlich auch machen würdet, wenn ihr privat sowas ausprobiert. Ne? Einfach ausprobieren, wie das Wort schon sagt. Wir gucken erstmal. Ja, ist relativ flüssig. Vielleicht dicken wir es ein bisschen an. Ich nehme jetzt einfach mal so ein Löffelchen Mehl. Mehl ist ja ganz gut zum Andicken, ist nicht perfekt, aber könnte funktionieren. Wir gucken jetzt einfach mal, was da passiert. Und rühren das Ganze jetzt hier, das Mehl so ein bisschen ein und schauen mal, ob sich die Konsistenz da entsprechend verbessert. Es klumpt ganz gut. Es gibt ja auch andere Videos zum Thema Vergeben. Da wurde auch mit flüssigem Wasserstoffperoxid gearbeitet und das Ganze wurde dann mit Gurkernmehl vermischt. Das ist sicherlich die bessere Option. Das bessere Dickmittel habe ich jetzt schlicht und ergreifend nicht hier. Und deswegen dachte ich, versuchen wir mal mit den hausüblichen Mitteln, was wir so haben. Das hat auch sehr stark geklumpt, allerdings hat sich das dann über die Zeit gegeben. Ich merke aber gerade, wir brauchen etwas mehr Mehl. Normales Weizenmehl dickt dann doch nicht so gut wie dieses Gurkernzeug. Aber wir versuchen, sind jetzt 2 Löffel sind jetzt drin. Ja, jetzt kriegt das Ganze auch schon ein bisschen so was Pastiges hier. Ja, das ist schon ein bisschen besser. Gucken, dass wir auch wirklich das ganze Mehl hier bekommen. Rühren das Ganze einmal schön durch.
Vielleicht könnte es auch noch dickflüssiger sein. Wir machen mal verschiedene, oder ich arbeite jetzt gleich erstmal hier mit dieser Variante und dann sehen wir ja, wie gut es funktioniert. Ich habe ja noch ein bisschen was übrig und dann gucken wir mal, was passiert. Aber das hier gefällt mir von der Konsistenz. Hat ein bisschen was Sahniges jetzt hier. Sieht fast lecker aus. Das gefällt mir doch jetzt von der Konsistenz schon ganz gut. So, die Frischhaltefolie habe ich schon mal drunter. Dann fällt uns das mit dem Einwickeln gleich leichter. Beziehungsweise wenn wir kleckern, ist das nur auf der Folie. Dann ist das nicht so schlimm. Und jetzt nehmen wir mal ein bisschen was von unserer Masse und schmieren jetzt einfach mal den Razorback hier vorne ein. Ich versuche es mal nicht komplett zu machen. Einfach, dass wir so ein bisschen auch die Unterschiede zu vorher sehen kann, sprich wie erfolgreich die Methode dann war. Vielleicht mache ich wirklich mal so halbseitig hier. Das Problem ist wohl, wenn das halt zu flüssig wird, dass es dann Flecken gibt. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie dick ich es machen muss, damit es halt eben keine Flecken mehr gibt. Aber ich denke mal, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ob das blickdicht sein muss oder was. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und jetzt überall ist jetzt ein bisschen was drauf. Ein bisschen gleichmäßiger noch das Ganze verteilen. Normalerweise würde ich das Ding ja auseinanderbauen, dass ich nur die weißen Teile habe und hier nicht Sachen mit anpinseln, die gar nicht gebleicht werden müssen, einfach um das Material zu schonen. Jetzt können wir uns das schenken. Es geht ja erstmal um das Testen der Methode. Und ganz ehrlich, das reicht mir hier an der Stelle schon. Schneiden jetzt gerade hier mal die Folie ab. Ich hasse ja Frischhaltefolie, ne? Weil die kannst du ja quasi nicht reißen, die kannst du auch nicht wirklich schneiden. Einfach scheiß Zeug. Ein bisschen Spannung. Zack, geht das ganz gut. So, und dann nehmen wir jetzt hier Onkel Razorback und wickeln den einfach mal hier in seine Folie ein. Relativ eng, damit das Zeug nirgendwo groß hinlaufen kann. So. Und ich würde sagen, dann reicht mir das für Razorback schon. Vielleicht mache ich noch eine zweite Lage gleich außen rum, dass es nicht irgendwo rauslaufen kann oder so. Aber generell bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt, was da draus wird. Ich denke mal, es wird ein Fleckenproblem geben, aber das sehen wir ja dann. Am meisten gespannt bin ich ja wirklich auf den Effekt hier bei der Goliath-Rampe, weil dieses grün werdende Grau, das ist tatsächlich ein großes Problem. Und das sieht man immer wieder. Und das ist ja der gleiche Effekt. Bei weißem Plastik hast du halt dann dieses wirklich sehr prominente Gelb, aber bei dem Grau sieht man es halt auch. Kennt man auch hier von alten Spielekonsolen zum Beispiel, ne? NES, Game Boy oder so. Die werden dann auch gerne dann grau über die Zeit. Mal gucken, dass ich hier so einigermaßen alles erwische. Ich mache jetzt auch mal nur mal das Jux. Ich mache mal hier auf die Seite. Da dürfte eigentlich nicht viel passieren. Das ist ja nicht grau. Mal gucken, was das für Auswirkungen hat. So. Und dann haben wir das hier schon. Ja, haben wir natürlich deutlich glattere Flächen. Können wir es etwas gleichmäßiger verteilen. Das ist ganz schön. So. Das sieht doch soweit schon ganz okay aus. Hier ist ein bisschen was daneben gegangen. Zack, das kommt erstmal wieder in die Schüssel. So, und dann wickeln wir auch dieses Teil mal vernünftig hier ein. Schnippeln die Folie hier ab und legen das damit in die Sonne. Dann haben wir Detonator, wird auch spannend, weil wir halt hier Farbe im Spiel haben. Also sowohl farbiges Plastik, in dem Fall halt das Rosa, was eher so ein bisschen rötlich, burgundi fast schon geworden ist durch die Färbung oder durch das Vergilben. Und wir haben halt die mattschwarze Farbe da drauf für die Scheiben. Wir haben vorne hier das Grün und das Mattschwarz auf der Motorhaube, ne, diese Flammendeko. Und da bin ich einfach mal gespannt, was passiert. Da das alles mehr oder minder Schrottvehikel sind, bin ich da auch relativ freigiebig. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich hier etwas kaputt mache, was andere Sammler jetzt noch total gut gebrauchen könnten. Dabei persönlich hätte ich Bauchschmerzen mit. Ich denke aber, wenn man schon so Sachen hat, die rein optisch ihren Zenit überschritten haben, kann man ja auf diesem Wege versuchen, es zu retten. Und wenn es jetzt nicht klappt, dann wird es dadurch ja nicht schlimmer. Von daher denke ich, kann man mir das durchaus nachsehen. Ich versuche ein bisschen gleichmäßig zu verteilen. Gar nicht so einfach hier mit den ganzen kleinen Vertiefungen und Rundungen. Das sieht aber eigentlich so aus, als hätte ich zumindest überall was dran. Hier hinten noch nicht, wo mein Finger war. So, zack. Und dann wickeln wir auch Detonator ein. Und ganz zum Schluss haben wir noch die Maske. Da bin ich halt auch mal gespannt. Die ist ziemlich hart auch.
was mit der Konsistenz dieses ehemaligen, ich weiß gar nicht, was genau die sind, das ein PVC ist, aber irgendein Kunststoff, der dann entsprechend mit Weichmacher versehen wurde, der ist dann über die Zeit halt rausgegangen. Bin ich mal sehr, sehr gespannt, was mit dieser Maske insgesamt passiert, ob sie komplett desintegriert sozusagen oder ob wir noch damit hinterher noch was anfangen können. Im besten Fall wird sie natürlich komplett rosa. Kann natürlich auch sein, dass ja einfach nur die Farbe sich gar nicht, also dass überhaupt nichts passiert. Ja, da bin ich wirklich, das ist komplett ergebnisoffen. Ich habe schon mal eine gelbe oder eine ehemals weiße Maske schon, oder die gelb war, wieder weiß bekommen. Das hat funktioniert. War witzigerweise die gleiche, allerdings nicht die Klonmaske. Vielleicht nicht ganz so dick die Folie hier. Mal gucken, dass wir es irgendwie so machen. Schauen wir mal, das ist nicht so einfach, weil die so klein ist. Aber gut, schauen wir mal. Wir haben jetzt alle 4 Sachen soweit fertig. Ab damit in die Sonne. So, wie ihr seht, der Tag ist wunderschön. Mal gucken, wo wir sie jetzt am besten hinlegen. Vielleicht irgendwo. Ach, guck mal hier. Hier oben aufs Dach ist doch super. Kommt der Junior nicht dran und so, ne? Und jetzt werden wir das einfach hier mal so ein bisschen drapieren in die Sonne. Ein bisschen mit Abstand. Und dann bin ich echt gespannt, was das Ganze bringt und vor allem, wie lange ich das Ganze jetzt liegen lasse. Es ist jetzt, keine Ahnung, Mittagszeit, so 14 Uhr. Ich werde heute Abend schon mal einen ersten Blick drauf werfen, aber ich denke mal, so 1, 2 Tage werden wir sie schon liegen lassen müssen. Schauen wir mal. So, ich habe alles wieder reingeholt. Es ist der nächste Tag. Sie waren jetzt noch in direkter Sonneneinstrahlung, würde ich mal sagen, so grobe 8 Stunden. Und das Erste, was ich jetzt machen werde, ist, weil natürlich überall noch die Chemikalie klebt, erstmal alles mit warmem Wasser ordentlich abspülen. Und was soll ich sagen, es hat funktioniert, allerdings für meinen Geschmack etwas zu gut. Fangen wir vielleicht mal mit dem unspektakulärsten an, das ist die Maske. Bei der hat sich quasi überhaupt nichts getan. Die hat sich farblich nicht verändert, die ist auch nicht irgendwie weicher oder härter oder spröde geworden, die ist einfach genauso, wie sie vorher war. Also auf die Maske hat es in dem Fall keinen Einfluss gehabt. Und dann seht ihr ja schon, bei den anderen hat es ziemlich gut funktioniert, wie gesagt, teilweise sogar zu gut. Wir gucken einmal hier auf das graue Teil und im Prinzip können wir uns den Detonator parallel mit angucken. Und ihr seht, das hat die Plastikfarbe gekillt. Also zum einen, also nicht überall, ne? Man sieht ja an den Stellen zum Beispiel, ist auch dieses Gelbliche ist schön rausgegangen. Also hier haben wir wieder relativ gut den Originalton. Allerdings hat es die Knöpfe mit ausgeblichen und wir haben halt hier dieses sehr, sehr scheckige. Jetzt weiß ich nicht genau, woran das liegt. Das ist bei der einen Sache, also man sieht schon, es sind ein Stück weit sind es auch die Falten, glaube ich, der Folie. Wobei ich eher glaube, dass vielleicht die Falten da war. Ich müsste noch mal genau abgleichen, wo was quasi oder wo wie viel von dem Zeug drauf war. Es ist aber definitiv nicht das gewünschte Ergebnis. Ich finde zwar diesen Camo-Look für den Käfer gar nicht so schlecht, aber das ist definitiv nicht das, was ich wollte. Also das ist zu krass, das Zeug irgendwie. Vielleicht muss ich es doch noch mal versuchen mit etwas gleichmäßigerer Verteilung. Das Interessante ist auch, dass zu dem Moment, als ich es abgewaschen habe, es noch nicht so krasse Unterschiede waren wie hier. Also selbst im Nachgang, wo eigentlich schon alles runtergewaschen war, hat das noch nachgewirkt. Ich vermute, dass das irgendwo auch in die Farbpigmente einzieht oder was, keine Ahnung. Und die haben letztlich genau den gleichen Effekt, auch sehr, sehr fleckig, ein bisschen den Camouflage-Look, auch hier auf der Seite. Also das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ich gebe nicht auf. Ich werde mit dem Zeug weiter rumexperimentieren. Und für farbiges Plastik, aber würde ich aktuell sagen, ist das noch nicht so das richtige Mittel der Wahl. Wo ich sagen muss, wo es eigentlich ziemlich gut funktioniert hat, ist bei Razorback. Denn der ist ziemlich weiß. Der ist auch, wenn man genauer hinguckt, kann man auch hier so leichte Schattierungen irgendwo erkennen. Hier am Rand hat es nicht ganz so gut funktioniert, vielleicht bin ich da auch nicht richtig hingekommen. Aber generell dafür, dass ich es doch so recht hemdsärmlich aufgetragen habe, finde ich, hat es ziemlich gut funktioniert. Und das Chrom ist nicht mit angegriffen worden, wie mir scheint. Bei den Tempo Paint, glaube ich, müsste ich noch mal gucken, vielleicht mal hier kurz ein Vergleichsbild. Seht ihr jetzt mehr als ich, weiß ich gar nicht, wie viel es angegriffen worden ist, aber hier an der Seite zum Beispiel, das ist alles noch okay. Hier bei dem Detonator haben wir hier ist das ist halt kein Tempo Paint, sondern das ist mit matter schwarzer Farbe übermalt. Die kannst du wirklich mit dem Finger abschieben. Also die geht dabei drauf. Das hatte ich damals bei Slingshot. Als ich Slingshot gebleicht habe, hatte ich das nicht. Da war der Farbauftrag ähnlich, aber damals war die Farbe der Lösung nicht kaputt gegangen. Das ist also eine ganz interessante Erkenntnis. Auch hier vorne, das Grün, seht ihr, geht teilweise, ne? Kannst du mit dem Finger drüber gehen.
Schwarz weiß ich gar nicht. Ja, das scheint jetzt schon wieder einigermaßen getrocknet zu sein. Das hat es überlebt. Aber ja, also Bemalung generell nicht so zu empfehlen. Auch hier die Scheibe hat einen Fleck abbekommen. Also wir nehmen erstmal jetzt als erste Lektion in diesem Stadium hier mit. Für weißes Plastik funktioniert es generell gut. Tempograph Paint funktioniert scheinbar auch, dass es dran bleibt. Farbiges Plastik, das sieht man hier bei Razorback auch, wird definitiv angegriffen und empfiehlt sich dafür nicht. Da müsste man schon sehr gleichmäßig auftragen und vielleicht auch nur kurz in die Sonne legen. Ich keine Ahnung, ob es da einen Schwellenwert gibt oder so, irgendwie eine Grauzone, in der man sich bewegen kann. Das müsste man sehen. Aber ja, und alles, was bemalte Flächen sind, so wie jetzt hier das Schwarz, das ist auch definitiv nicht zu empfehlen. Ist doch schon mal eine Erkenntnis. Aufgegeben habe ich die Methode aber noch nicht, denn ich habe hier noch etwas, was definitiv eine Weißkur vertragen kann. Und es war ja effizient. Ich glaube halt nur, ich war beim Einwickeln vielleicht nicht ordentlich genug oder habe nicht gleichmäßig aufgetragen. Wir machen auf jeden Fall nochmal einen Versuch. Zum einen werde ich jetzt mal gucken, ob ich das mit dem Mehl nicht einfach mal weglasse, sondern wirklich das pure Zeug nehme. Vielleicht ist es doch mit dem Mehl schon zu klumpig und dadurch halt dann zu viel auf einem Haufen irgendwie. Beziehungsweise da, wo das dann zu blickdicht war. Irgendwie hat es vielleicht beigetragen. Wir versuchen das jetzt mal. Und ich habe eine Sache gemacht hier bei diesem Stiletto. Ich habe die Fensterscheiben mit Malerkrepp abgeklebt, also einfach drüber geklebt und dann mit Cuttermesser ausgeschnitten, dass das Schwarz ein bisschen geschützt ist, denn das ist von der Bemalung ähnlich. Es hat zwar hier schon eine Macke, wie ihr seht, ne? Aber es ist ähnlich wie bei Detonator. Und weil es auch die gleiche Serie ist, vermute ich mal, dass es ähnlich aufgetragen ist. Bei Slingshot war es ja damals okay, aber das war ja auch Serie 2. So, wir nehmen unsere Bleichcreme hier, ja, machen dann nochmal hier so nicht ganz so viel diesmal rein, ist ja nur ein Fahrzeug und gucken mal, ob wir nicht vielleicht doch mit der unverdünnten Variante etwas weiterkommen. Bei der Frischhaltefolie will ich halt gucken, dass ich die diesmal vielleicht nicht ganz so faltig mache, dass ich da auch noch ein bisschen einen Effekt erziele. Und von daher wollen wir doch mal gucken, ob das nicht unter Umständen etwas besser funktioniert. Wie gesagt, ich versuche es jetzt mal nur mit dieser unverdünnten Creme. Vielleicht lässt die sich flächig doch etwas besser auftragen oder etwas gleichmäßiger auftragen, ohne die Klumpen. Ihr seht, es tropft ganz gut und deswegen unbedingt legt euch was drunter. Ich habe jetzt sogar einfach schon die Folie drunter, die ich sowieso dann hinterher drum wickel. Aber dieser Müllbeutel definitiv auch eine sinnvolle Geschichte. So. Das Ganze ist jetzt eigentlich schon schön gleichmäßig. Jetzt abgesehen hier von den Tropfen, vielleicht verteilen wir die mal hier so ein bisschen. So. Und das könnte schon reichen. Hier ist das Schöne halt, es ist komplett, ich war mit dem Ergebnis auf dem weißen Plastik, war ich ja ganz zufrieden. Und das hier ist ja komplett weiß. Also hier sind ja nicht mal Tempos oder irgendwas drauf. Von daher vielleicht recht erfolgsversprechend. Wir gucken mal. Legen das jetzt mal hier drauf und versuchen es dann mal etwas ordentlich. Wir machen das vielleicht etwas weiter am Rand. Und wickeln das jetzt hier wirklich wie so eine Geldrolle. Wickeln wir das ein und machen die Folie da etwas glatter. Hier vorne gerade, da wo die weißen Flächen sind, versuchen wir es das etwas gleichmäßiger glatter hinbekommen und dann wickeln wir das hier jetzt vielleicht auch gar nicht so fest ein. So. Das ist immer noch ein bisschen faltig, wird es A sich nicht vermeiden lassen und B ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm. Aber wir gucken mal. Dann haben wir hier Teil 1. Bei dem Jet-Teil bin ich vor allem mal gespannt, inwiefern das Ganze mit dem Tape was bringt, auch wie das Tape reagiert. Also dass es irgendwas bringen wird, davon bin ich überzeugt. Das hält ja doch was ab. Aber es ist halt die Frage, ob es dann doch vielleicht durchzieht oder was, oder das Tape sich auflöst. Chemie ist ja, wenn man keine Ahnung von hat, von dem, was man tut, ist Chemie ja doch eine recht unberechenbare Geschichte. Wir verteilen das jetzt hier auch schön in die Ecken. Ne? Das ist jetzt hier ein bisschen gerade noch hier das Heckteil. Ich finde es ja so faszinierend, dass wie unterschiedlich die unterschiedlichen Plastiktypen reagieren. Weil ihr seht, die beiden Spoiler sind ja wirklich noch schneeweiß, zumindest im Vergleich. Und das Hartplastik ist extrem vergilbt. Das ist gar nicht Unterseite. Da geben wir ihm auch so ein bisschen. Ist aber nicht so dramatisch. Ne? Jetzt nehmen wir nochmal den finalen Schwung. An den Lampen vorne kann man halt dann schön sehen, wie groß der Effekt war. Ne? Weil da waren die Sticker drauf, die habe ich vorher mit Feuerzeugbenzin abgelöst. Das Prozedere kennt ihr ja schon, das muss ich euch nicht jedes Mal zeigen. Und daran wird man dann sehr schön sehen,
wie stark der Weißeffekt tatsächlich ist. Also hier so diese Klotten müssen wir, glaube ich, so ein bisschen versuchen zu vermeiden, dass das Licht da auch schön hinkommt. Insgesamt vielleicht ein bisschen sehr großzügig. So, hier und vor allem hier vorne drauf auch noch, da hatte ich noch nicht viel. Die machen die Flügel ruhig mal mit. Nicht, dass sie es nötig hätten, aber nicht, dass am Ende dann das mittlere Teil weißer ist als die Flügel. Aber das glaube ich nicht, weil die sind, glaube ich, noch einigermaßen im Originalzustand. So, das sieht so schlecht nicht aus. Jetzt müssen wir auch hier gucken, mit dem Pinsel hier so ein bisschen das Ganze hier etwas verteilen. Vielleicht auch gar nicht so schlechte Idee, einfach die Folie anzupinseln und das dann einzurollen, aber da kommst du nicht so schön in die Ecken, wenn du nur das machst. So als Ergänzung vielleicht ist das ganz nett. Und jetzt versuchen wir, dass wir die Folie, ist leider jetzt hier schon so ein bisschen geknickt, dass wir die hier drüber stülpen mehr. So. Und ich werde diesmal auch definitiv irgendwie eine Pappe oder sowas unterlegen, nicht, dass das da rausläuft, weil es ist jetzt an den Enden nicht so 100% geschlossen. Nur so, dass es halt einigermaßen die Creme drin gehalten wird, sag ich mal. Und ja, die packen wir jetzt wieder aufs Hüttendach. Und ich denke mal, heute Abend, heute Nachmittag, ist es jetzt so, keine Ahnung, Mittagszeit, werden wir schon ein Ergebnis sehen. Ich bin gespannt. Und da haben wir das Ergebnis und ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen. Also die Methode funktioniert. Ich glaube, dass man das mit dem Mehl, das kann man sich tatsächlich schenken. Man muss halt sehr gleichmäßig sein. Bei Weiß ist es natürlich immer schwer zu beurteilen, ob das jetzt irgendwie fleckig oder scheckig ist, aber auf den ersten Moment würde ich sagen, nein, es scheint relativ gleichmäßig zu sein. Es ist nicht 100% weiß, wenn man hier vorne guckt, so einen ganz leichten Unterschied zwischen dem Punkt, wo der Sticker saß und der Haupthülle und auch hier mit dem Spoiler. Oder diesem Frontspoiler hier und der eigentlichen Hülle, sieht man immer noch, aber ich hatte es jetzt insgesamt, lass mich kurz überlegen, den ganzen Nachmittag plus die Nacht, also keine Ahnung, auch wieder so 11, 12 Stunden irgendwie drin. Es wurde aber gegen Ende, gerade gegen Ende des Nachmittags, wo wirklich lange die Sonne drauf schien, es wurde nicht mehr wirklich viel besser. Ich glaube, irgendwann greift es halt dann doch vielleicht das Plastik an und vielleicht auch hier die Tempos an der Seite und die sehen wirklich noch super aus. Ne, da ist überhaupt nichts dran. Sehr, sehr geiles Ergebnis. Ich habe auch bei der Gelegenheit gleich, wie ihr seht, ne, habe ich die Scheibe neu bemalt. Das ist nicht 100%, das ist ein bisschen... Also ich habe Revell-Farbe genommen. Ne, ich habe so eine Revell-Acrylfarbe, die ist ganz gut dafür, weil es vom Farbton einfach gut passt zu diesem Mattschwarz bei Mask. Ne, da kann man noch so ganz leicht den Abplatzer unten drunter erkennen. Und hier habe ich ein bisschen den Rand getroffen. Aber ich hab schon schlimmere Bemalung fabriziert. Von daher würde ich sagen, ist doch der Stiletto ja eigentlich für ein restauriertes Fahrzeug schon wieder in einem ziemlich coolen Zustand. Und ich denke, da wird irgendjemand mit Sicherheit noch seinen Spaß dran haben. Also ich halte mal fest, die Methode ist auf jeden Fall einfacher umzusetzen als die Geschichte mit der großen Schüssel, einfach weil es logistisch leichter ist. Man muss allerdings sehr gleichmäßig sein mit dem Auftrag. Man sollte auch gucken, wie man die Folie faltet und gerade bei farbigem Plastik, ich sage nicht, dass es per se ungeeignet ist. Ich war sehr rudimentär bei meinem Erstversuch. Ich glaube, dass das auch mit farbigem Plastik funktionieren kann. Vielleicht mache ich hier auf dem Kanal auch nochmal einen Versuch, wenn mir das passende Stück in die Hände fällt. Aber man sollte halt sehr gleichmäßig das Ganze auftragen, die Folie sehr, sehr glatt drauf haben, dass man nicht diese Wellen da produziert und dadurch dann so fleckige, streifige Ergebnisse bekommt. Aber generell gefällt mir die Methode gut. Sie ist deutlich sauberer zu machen, deutlich einfacher zu machen und sie geht auch insgesamt deutlich schneller. Von daher würde ich mal sagen, kann das eine Option sein. Für weißes Plastik auf jeden Fall, für das farbige aktuell noch mit Einschränkungen. Aber ich denke, da kommen wir noch hin. Soweit Rebuilding Mask für heute. Wenn es euch geholfen hat, unterstützt mich gerne auf Patreon und abonniert diesen Kanal für wöchentlich neue Videos rund um Mask und andere Sammelfiguren. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.